So, wir haben jetzt hier für euch im Test in Kapstadt schöne neue Surfboard-Modelle von Duotone. Bei den Kites kennt ihr ja die normalen Versionen, dann die SLS und die D-Lab Kites. Das Ganze wurde auch bei den Surfboards eingeführt. Nur mal zur Bauweise, bei der WEM D-Lab Version haben wir hier vom Aufbau das Kernmaterial. Auf dem Kernmaterial sind Holzfurniere aufgebracht. Zudem ist darüber ein Memory Foam angebracht, der die Schläge von den Fersen abdämpfen soll. Und darüber befindet sich dann ein umlaufendes Inegra Glasgewebe. Klar, wir haben auf der Ober- und Unterseite nochmal den Carbon Stringer, so wie ihr es kennt. Und dadurch ergibt sich halt eine leichte Bauweise, die hier inklusive der Finnen ein Gewicht von 3,1 Kilo ergibt. Bei den Finnen werden hier GFK-Finnen dazu geliefert in dem bekannten Surfbox-System. Das Wemmin 5.7 besitzt Maße von 1,72,5 m und in der Breite von 46,2. Klar, wir haben hier das klassische Shortboard-Design, spitze Nose, ein mittelbreites Squash-Tail und eine deutlich verrundete Outline, ebenso auch im Tail. Das ist der klassische Allrounder. So wird es auch halt in der Werbung bei Duotone geführt. Wir sehen hier die durchgehenden EVA-Pads an Deck. Diese sind nicht inklusive, die kann man sich extra kaufen. Das Tailpad hier in Gelb, das ist immer inklusive des Boards. Bei der Rockerlinie haben wir hier eine Aufbiegung von 5,2 cm. Und im Unterwasserschiff sind wir hier bei der 100%ig klassischen Shortboard-Bauweise. Vom Shape her ein leichtes Konkav im Angleitbereich in der Nose, eine tiefere Konkave, die am tiefsten ist im Bereich der vorderen Thruster-Anordnung. Und das Ganze wird dann zum Tailen ein wenig schwächer wieder. Die Verrundung der Kante ins Unterwasserschiff ist hier weich gestaltet und wir haben eine mittlere Stärke von der Dicke bei dem Rail. Die Schärfe ergibt sich hier erst im Bereich zwischen den beiden Finnen des Thruster-Sets. Es ist sehr schön zu sehen, wie leicht und einfach das WEM D-Lab hier angleitet. Gerade in kritischen Sections, wer Kapstadt kennt am Sunset Beach, Unterland ist immer sehr wenig Wind. Man braucht hier ein frühgleitendes Brett mit einer guten Beschleunigung, um über den teilweise auch nicht unerheblichen Shorebreak drüber wegzukommen. Das gelingt mit diesem Board hier definitiv mühelos. Die Form des Brettes hatten wir schon im Test. Das Ganze ist hier mit dem Thruster-Set zusammen gut gegen die seitliche Abdrift konstruiert, sodass halt auch ein Höherlaufen und das Zurückkehren ins Line-Up leicht fällt. In dieser Klasse kann man wirklich von einer einzigartigen Beschleunigung sprechen. Das gilt für vor der Welle als auch gegen die Welle. Wenn man es jetzt mit dem hausinternen Session vergleicht, so ist dieses noch etwas stärker beim Entwickeln des Top Speeds, gerade down the line. Aber hier ist halt schon dieses Beschleunigungsverhalten mit der Geschwindigkeit schon wirklich außerordentlich ausgeprägt. Man kann ganz klar sagen, es gibt nicht so viele Mitbewerber, die mit der Variabilität vom Shape des WEM bezüglich der Drehfreude mithalten können. Ob man hier enge, gesnappte Turns, langgezogene, weite Turns oder Vollgas Carving down the line wählt für sich, das funktioniert alles mit einer wirklich außergewöhnlich hohen Kontrolle und einem guten Komfort. Man merkt hier mit dem neuen Material, dass die Dämpfung des Rumpfes auch so den kleinen hässlichen Chop, den man manchmal zwischen den Wellen hat, gut wegdämpft. Das liegt aber im, sage ich mal, kleineren Bereich.
Das Problem ist halt, dass die SLS-Variante einfach auch schon sehr gut war. Die notwendige Kraftverteilung beim Aussteuern des Boards ist natürlich weiterhin sehr schön ausgewogen. Wir sind hier an sich bei 50-50. Wir haben nur leichte Lastwechsel von Top-Turn zu Bottom-Turn von 60-40. Und je nachdem kann man das Ganze nochmal auf 70-30 erhöhen im Wechsel. Je radikaler man hier fährt, desto mehr Lastwechsel kann man ausüben, ohne dass die Harmonie des Ganzen hier in irgendeiner Weise unterbrochen oder gestört wird. Dementsprechend kann man sogar hier von einem gewissen fehlerverzeihenden Fahrverhalten sprechen. Mit einer Breite von etwas über 46 liegt die Kraft, die man für das Aussteuern des Boards benötigt, im geringen bis ansatzweise mittleren Bereich. Das heißt, für einen Körpergewichtsbereich zwischen 65 und 90 Kilo dürfte das Ganze hier keinerlei physische Anstrengung mit sich bringen. Dazu muss man sagen, dass Duotone in seiner Werbung auch gerade für die 5-7er Länge immer doch einen recht geringen Körpergewichtsbereich angibt. Wir liegen da ganz klar von unserer Empfehlung drüber. Also jemand, der etwas sportlicher fährt, halt, kann hier ohne weiteres 90, auch ansatzweise 95 Kilo wiegen und wird das Board nicht als zu klein empfinden, weil die Fahrleistungen einfach hoch sind. Und kommen wir nochmal zur Laufruhe. Da kann man ganz klar sagen, dass diese D-Lap-Variante jetzt hier die mit Abstand beste Bauweise ist, was halt eine optimale Dämpfung angeht. Also kleine Schläge durch Kabel werden am wenigsten an den Fahrer weitergegeben. Der Einsatzbereich ist, wie man es bislang kennt vom WAM 5.7, sehr groß. Von kleinen Wellen bis deutlich über kopfhohen Wellen schlägt sich das Board halt jederzeit mit voller Kontrolle sehr, sehr gut. Dementsprechend ist es halt wirklich ein perfektes One-Fits-All-Board für alle Bedingungen auf unserem Planeten. Nichtsdestotrotz sind natürlich auch unsere bevorzugten Reviere an Ost- und Nordsee damit optimal zu bedienen. Stellt sich eine ganz wichtige Frage: Lohnt sich der Unterschied zwischen D-Lap von der Bauweise oder SLS? Die Differenz beträgt hier 150 €, also 1149 steht hier gegen 1299. Angesichts der wirklich absolut optimalen Dämpfung und einem sehr robusten Glaslaminat, dieses Inegra kann wirklich etwas ab, sind beide Varianten definitiv empfehlenswert. Wenn man das Maximum haben möchte, was Komfort angeht, hat man einfach nochmal einen kleinen Vorteil in der D-Lap-Variante.